Tag 4 unserer Barbecue-Reise und wir sind heute unterwegs zu einigen Spots hier in Austin. Da gibt es noch ein paar mehr auf unserer Liste, haben deshalb nicht so viel Wegstrecke, sind ein bisschen später unterwegs heute. Man gewöhnt sich auf jeden Fall langsam an die lokale Uhrzeit. Wir haben ja 7 Stunden Zeitverschiebung mit Deutschland und am Anfang war es auf jeden Fall krass. Da waren wir immer extrem früh wach und sehr früh müde. Aber jetzt haben wir uns langsam mal gewöhnt. Und unser erster Spot auf der Liste heute ist Interstellar Barbecue und da sehen wir uns gleich. Wir sind jetzt hier vor Interstellar Barbecue im Norden von Austin und ja, man denkt mittlerweile Tag 4, man hat jetzt so ein bisschen jede Art von Barbecue-Restaurant gesehen und hier ist wieder ganz anders. Wir sind hier in so einer Strip Mall, nennen die Amerikaner das, so Geschäft neben Geschäft neben Geschäft um einen riesen Parkplatz rum. Und ja, das ist einfach so ein Ladenlokal, wo vielleicht vorher mal ein Klamottenladen drin war. Und hier draußen auf dem Parkplatz haben die so eine Art Verkehrsinsel gemietet oder so ein Stück vom Grünstreifen. Haben da 3 Smoker hingestellt und das ist jetzt deren Freiluft-Smokehouse oder sowas in der Art. Und die beiden Pitmaster stehen hier hinten. Wir gucken mal, ob die Bock haben, mit uns zu quatschen. Yeah, we've got some beef ribs going for tomorrow. They just went on, so they haven't really got beautiful yet. But we can take a look and see how they're doing. They shouldn't be doing much right now, but there they are. These are chuck beef ribs, so a little bit smaller than the dino ribs. Yeah. A little bit more manageable. I cook a little bit quicker. They're special for Saturday and Friday night cooks. We did also this week, we did pastrami beef ribs, which are really interesting. We did those earlier. But yeah, these are, again, slow and low. They'll be on for probably 7.5 to 8 hours and just let them do their thing. Can you tell us a little bit about the pits that you got out here? Yeah, for sure. This is a Moberg, fairly popular shaper here in town. He's out of Dripping Springs. One of the first ones that started creating these smokers. This is a recycled propane tank. Still see all the fittings up here. Yeah, and they're like still there. The pressure valve. Yeah, add a little character. Where they had the top here on. Yeah, for sure. Awesome. And they clean them out and everything, make sure they're safe for us to use. But yeah, they take a step back, look at how they can do things, put some doors on. Chimney, of course, our firebox down there. Yeah, so it's really an amazing study of thermodynamics. Somebody much smarter could tell you about everything that's happening. But yeah, cold air comes in through there, comes through our firebox, rolls through the smoking chamber, and then out our chimney there. And we control temp through wood itself, through keeping the door open or closed. And as you can see on the chimney, there's a damper that you can open and close. So we use that to control temperature also. But yeah, that's kind of one of the, I don't want to say hardest part, but most important part is fire maintenance for us, where you start to learn that if I throw a log on, that's 10 degrees. If it's getting too hot, what do you do? And I think just with experience, you learn not to panic. Like if it's kind of rising up above, and you're like, hey, no big deal. We'll open up the door a little bit, we'll adjust the damper, bring it down 5 degrees, everything's fine. But in the beginning, I think you're kind of like, oh my God, what do we do? There's a huge fire back there. Ah. So yeah, fire maintenance, really important. Even it starts with our wood. Wood's really important. If you have bad wood, you gotta work with it all day. If it's green or if it's been raining and it's really wet. It's the small things that I think really make a difference. The stuff that you don't even think about. Wood, of course, the quality of the meat. We use prime brisket. So we start off with like the best meat we can get. Yeah. Was this the first cooker that you had? This one over here is. That's the OG, we call it over there. And that's the first one that John Bates, our chef and owner, had. He had a friend build it. And, you know, it has a soft spot in all of our hearts. So we use that a lot for brisket. It gives a really nice bark. Yeah. And each smoker, even if you had 5 Mobergs, each one cooks slightly different. Would you show us this one? Oh yeah, for sure. Let's walk on over. So this is a true smoker? It's a true smoker. So again, John Bates, our chef and owner, went down to Sao Paulo for a festival, and the true smoker guys down there built this for him. So this is made in Brazil?
It was, yes. Oh man. Okay. So instead of this welding is really, really neat. isn't it? It's amazing. And to go on that, they didn't use a recycled propane tank, so they had to roll the steel to simulate a propane tank. And so Murillo, the owner of True Smokers, did all this welding and bending, and it's really a work of art. It's an amazing piece of equipment. Yeah. Do you oil it to keep it this way? Occasionally we will. We clean the insides once a week, but the outsides maybe once every 6 months. Because I mean, you guys are outside here. I mean, you're as exposed as you're going to be. Totally, I know. We're like mailmen through snow, sleet, sun, thunderstorms, everything. We have to kind of do our job. Does this affect the way that you? I mean, the outside temperature and like. For sure. I don't know if you get much rain or snow here, but like, will this affect your? All of the above. Every day is a different cook. So we kind of have different wood every day. We're not too sure when we start pulling it out how it is. The meat's different, right? We know it's brisket, but sometimes there's more fat in there. They're bigger, they're smaller. The weather itself, it might be 105 degrees, it might be 75 degrees, it might be freezing. We might have hail coming through, all that stuff we kind of have to deal with. And how long have you been cooking in this location here? Interstellar's been here for about 4 years. And I've been here almost 2 years. Clay here has been here almost 6 months. Yeah, about 6 months. Yeah, excuse me. But yeah, it's an amazing job. It's almost like you're having a party for your 500 closest friends every night that you're getting ready for. So yeah, I wouldn't trade it for anything. Even with the freezing rain and hail and 110 degrees. Well, thank you so much for your time. What was your name again? Scott. Scott. Yeah, I'm Jonas. Scotty nice to meet in the you. Smoke on Instagram. If Scotty in the Smoke. you're into that kind of stuff. Very good. Yeah. Are you guys gonna jump in line? Oh yeah, we will. Yeah. Cool. Das hier ist die ganz illustre Schlange vor Interstellar Barbecue und die muss sich wirklich nicht verstecken vor Franklin. Also das sind auch wahrscheinlich hier fast 100 Leute in der Schlange. 41 Minuten ist hier geöffnet mittlerweile und der sagte, ja, wenn wir uns jetzt anstellen, ungefähr 1,5 Stunden Wartezeit. Er hat uns nochmal erinnert, es ist Formel 1 Rennen in Austin dieses Wochenende und das bringt natürlich nochmal ganz, ganz viele Leute hier in die Stadt. Deswegen ist die Schlange vielleicht noch ein bisschen länger als sonst. Mitte Oktober und wir haben hier 34 Grad heute in Austin. Wahnsinn Sonnenschein, aber sobald du hier im Schatten bist und ein bisschen Luft geht, ist es eigentlich ziemlich angenehm. Ja, und wir sind jetzt so auf halbem Weg in der Schlange vielleicht. Jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde stehen wir hier. Und ja, während wir die Zeit hier in der Schlange stehen, haben wir gedacht, erzählen wir euch noch ein bisschen was zur Stadt Austin, wo wir heute unterwegs sind. Das ist auf jeden Fall eine der ältesten Städte von Texas und im Moment wahnsinnig beliebt. Die ist benannt nach Stephen Austin. Und Stephen Austin war so Anfang der 1800er ein ambitionierter Unternehmer. Und der hat einen Vertrag geschlossen mit der Regierung von Mexiko damals. Da war das hier noch Teil von Mexiko. Und die Mexikaner, die haben Landwirte gesucht, die das heutige Texas bevölkern. In der Hoffnung, dass, wenn sie da gute christliche Landwirte haben, die da leben und ihr Hab und Gut verteidigen, dann können sie ihre eigenen Landesgrenzen Richtung Norden so ein bisschen isolieren vor den Indianerstämmen. Und ja, Stephen Austin war der Erste und der hat die ersten 300 Siedler hier nach Texas gebracht. Da waren ganz, ganz viele Leute aus den damaligen Südstaaten und die haben hier angefangen, Landwirtschaft zu betreiben. Und das waren die ersten 300 Siedler von Texas. Wir sind jetzt direkt vor der Eingangstür bei Interstellar Barbecue. Ist natürlich auch ein galaktischer Name. Und vielleicht kennt ihr den Film Interstellar mit Matthew McConaughey von Christopher Nolan. Matthew McConaughey ist einer von Texas' berühmtesten Schauspielern. Der ist hier groß geworden. Also vielleicht gibt es da eine Connection, müssen wir gleich mal fragen. Und sehen wir neben der Tür hier Texas Monthly Top 50. Die waren Nummer 2. Also sind wir jetzt ganz weit oben. Und dann wieder auf diesem typischen Metzgerpapier hast du hier die Specials des Tages. Und die Sold-Out-Liste, welche Gerichte schon ausverkauft sind. Zum Glück für uns heute noch keine. Und man kann jetzt schon Pre-Orders aufgeben für Thanksgiving. Jetzt gehen wir mal rein. Hey guys, how are you doing today? Very good. How's it going? Awesome, man. Dining in or taking away? We are dining in. Okay. I get started for you.
We're gonna try our way through this menu, so definitely have some brisket. Hey, how much? Bud? Can you do quarter pound or is half pound the smallest? You can do a quarter pound, we can just charge you twice for it. All right. You can do whatever you want, man. We don't regulate that. Quarter pound brisket? Quarter pound brisket. Slices off the lean or one off the fatty, your choice. One off the fatty's got to be. What else for you guys? Awesome, very good. The pork ribs, can you also do quarter pound or is... Yeah, it's gonna be like one rib, brother. Yeah, that's right. What else for you, boss? We're gonna do the turkey, Okay, quarter pound. quarter pound, yep. What else for you, boss? Then we'd have one of each of the sausages. Any pork belly for you today, guys? Is that something we gotta try? Gotta try, man. That's our bread and butter right here. All right, then we're gonna have some pork belly too. If we could, we would also have a sliced brisket taco, please. Absolutely, brother. Fire one tortilla, please. Thank you, sir. Appreciate you guys. Yeah, we gotta try the smoked Gouda mac and cheese, What's going on, Bo? whatever your smallest size is, and the smoked scalloped potatoes. Same thing. If you had to choose one of the four, which one would it be? Desserts? Yeah. Banana pudding. All right, it's got to be the banana pudding then. Or actually, we have our ice cream. I'll do the ice cream. Yeah? Yeah. Okay. It's Well, delicious. I'm gonna trust you on that one. You won't be disappointed. All right, very good. Is this your documentary there? Yeah. He follows me everywhere. I gotta lock him out of the bathroom, you know. But While you sleeping? absolutely. Thank you guys. Oh, that looks amazing. Thank you. All right. Nice. Yes, that's a good looking tray, guys. There you go, brother. Thank you, sir. All right, cheers. Bye bye. Boah, das ist wie ein Kunstwerk, dieses Tablett. Wahnsinn. Also wir haben jetzt eine wunderschöne Platte hier vor uns. Das passt so ein bisschen in den Style des gesamten Restaurants. Alles hier ist voller Kunst und absolutes Kunstwerk. Highlight ist diese Platte, die wir jetzt hier vor uns haben. Wir haben hier drüben das Brisket. Hat er von uns vom Endstück hier so ein paar Würfel geschnitten. Richtig, richtig toll. Pork Rib haben wir hier. Wir haben hier ein Peach Tea Pork Belly. Also das ist irgendwie geglaster Schweinebauch. Super spannend. Wir haben Turkey hier drüben. Wir haben noch einen Brisket Taco. Der sieht optisch einfach schon richtig stark aus. Und dann haben die 3 verschiedene Würstchen. Da müssen wir gleich mal ganz genau rausfinden, was da die Unterschiede sind. Jalapeno Pepper Sausage ist die Standard Sausage, Beef Kielbasa Sausage und Frito Pie Sausage, was auch immer das genau ist. Und als Beilagen haben wir diesmal gewählt Mac and Cheese, ist ja so ein richtiges Standardgericht. Und hier mit Gouda Mac and Cheese. Und hier haben wir Smoked Scalloped Potatoes. Das müssen wir uns auch gleich mal näher angucken. Auf jeden Fall eine wahnsinnige Kombination zusammen. Für diejenigen von euch, die es interessiert, ist ja mittlerweile schon ein bisschen ein Running Gag. Ist hier das Weißbrot zu je 2 Scheiben in so einer Lunchtüte verpackt. Und ja, ein bisschen Eistee und Coke haben wir noch dazu bestellt. Und die Soßen gab es hier vorne an der Pumpstation. Und als Nachtisch konnten wir uns noch überreden lassen zu einer Ice Cream. Da kann man dann mit seinem Slip nochmal nach vorne gehen und seine Ice Cream abholen, weil die wäre natürlich längst geschmolzen, wenn wir mit der Platte hier durch sind. Auf geht's! Also das Rennen wird hier richtig, richtig eng mit Franklin Barbecue und Burnt Bean. Muss ich nochmal genau drüber nachdenken, aber wahnsinnig gutes Brisket, wahnsinnig vollmundig. Die haben uns auch draußen gesagt, die verarbeiten nur Prime, also das ist die höchste Qualitätsstufe bei der Rohware hier in den USA. Das ist so ein Siegel vom Landwirtschaftsministerium, was sie Fleisch geben. Und das merkst du einfach, wie fettig das ist, wie butterig das ist. Super, super geil. Ich probiere jetzt als nächstes hier von der Pork Rib. Fische ich mir mal so raus. Wir haben auch hier, ja, der Knochen, der fällt nicht sofort raus, sondern ich habe so ein bisschen Zug noch drin. Eine richtig tolle Kruste, man kann da schon Pfeffer sehen, weißen Pfeffer, schwarzen Pfeffer. Das ist
zart, es ist fettig, es ist saftig, es ist unglaublich aromatisch. Ja, das ist verdammt cool. Wer denkt, in Texas, die können nur Rindfleisch, die liegen schwer daneben. Das Schweinefleisch ist richtig, richtig stark. Machen wir gleich weiter mit so einem Dessert-ähnlichen Würfel hier vom Schweinebauch. Das ist echt heftig fettig und ihr wisst ja gerade, ich liebe Fett, also das ist genau mein Ding. Oh. Also hast du in diesem Glaze so eine krasse Pfirsichnote drin. Und das ist halt im ersten Moment, hat es halt die Konsistenz und du denkst halt Pork, Pork, Pork und dann explodiert diese Pfirsich-Geschichte in deinem Mund. Krass, also ist schon sehr, sehr süß, fällt für mich unter Nachtisch, fällt für mich nicht unter Hauptspeise, das ist Nachtisch hier. Ja. Jetzt gehen wir zum Turkey, auch was Gesundes essen hier. Ist nicht so krass saftig, wie wir es bei anderen Läden hatten, aber du hast auch eine ganz, ganz tolle Eigengeschmacknote. Also das haben die wirklich gut bewahrt hier. Die Rauchnote ist sehr transparent. Du hast eine tolle Kruste, die nicht irgendwie überlagert ist von viel Gewürz. Oh, super geil. Also das mit dem Turkey, das hat mich echt beeindruckt hier. Jetzt probieren wir die 3 Würstchen. Ich weiß nicht mehr genau, welche ist. Hier habe ich Käse drin. Also das muss die Jalapeno Sausage sein. Also wer es noch nicht gegessen hat, diese Kombination aus dem Cheddar-Käse und der Jalapeno ist eine wahnsinnig intensive Kombination. Du hast einen guten Biss hier an der Pelle. Man sieht immer, hier sind so einige Käseanteile, die sehr weit geschmolzen sind. Und dann hast du hier so noch sehr, sehr stark sichtbaren Cheddar. Das ist so ein Hochtemperatur-Cheddar, ne? Der hält jetzt das Garverfahren durch. Also das muss diese Frito Pie Sausage sein. Du hast hier eine sehr, sehr starke Maisnote. Maisnote mit drin. Ja, wahnsinnig cool. Wie kommt man auf so Ideen? Richtig gut gemacht. Und die dritte muss dann wohl die Kielbasa Beef Sausage sein. Ja, viel von dieser Sausage-Kultur geht ja zurück auch auf die tschechischen Einwanderer oder auf die schlesischen Einwanderer von Texas. Und vielleicht kommt Kielbasa daher, werden wir gleich mal für euch nachschauen. Hier ist einfach das pure Rindfleischaroma. Super fettig, schöner Biss dran, grob gemahlen oder gewolft, genauso wie ich das gerne habe. Hammer. Also die haben Platz 2 auf der Liste, 100% verdient. Wir fangen an zu schwächeln und haben schon beim ersten Restaurant des Tages Sachen eingepackt. Also ich habe echt einen starken Appetit. Man muss auch sagen, Leute, die behaupten hier, der Philipp wird nichts zu essen kriegen, ich gebe ihm schon was ab, aber ich esse das meiste selber. Also diese riesen Platten, ich kann eine Menge essen, aber ja, das war einfach too much. Wahnsinnig witziger Zufall noch hier. Die Mitarbeiter kamen jetzt ein paar hier an den Tisch und haben mit uns gequatscht. Und einer von denen, der sagte, hey, deine Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor. Hast du nicht mal ein YouTube-Video gemacht, wie du einen Smoker gebaut hast vor Jahren? Und ja, habe ich. Ich habe dieses Video gemacht und das ist ewig her und super geil, dass er mich erkannt hat, dass er sich getraut hat, mich anzusprechen. Und ja, wie klein ist die Welt. Wir haben es euch gerade schon gesagt, wir haben eigentlich gedacht, wir haben jetzt alles gesehen und beim nächsten Laden kommt es wieder ganz, ganz anders als erwartet. Wir sind jetzt vor unserem nächsten Laden, Leroy & Lewis Barbecue. Die sind 6 oder 7 auf der Top 50 Liste von Texas Monthly. Und ja, wir haben es jetzt gar nicht gefunden. Wir sind hier in so einer Art Hinterhof neben der Hauptstraße. Und das ist hier so ein Kieshof mit alten Bäumen drin. Überall hängen so Lichterketten und da sind so Zerstäuber, wo so Wasser zerstäubt wird gegen die Hitze. Und man sitzt hier an so Picknicktischen oder Schirmen und alles ist so ein bisschen wettergegerbt. Und es hat einen unglaublichen Charme. Und hier stehen, glaube ich, so 6 oder 7 so Barbecue, nicht Barbecue, sondern einfach nur Foodtrucks. Die stehen hier zusammen. Und ganz am Ende steht dieses
tolle blaue Ding hier. Das ist ein Anhänger, wenn ich das richtig sehe. Leroy and Lewis Barbecue. Und hier neben steht ein zweiter Anhänger und da ist eingehaust deren Smoker verbaut. Also wieder was ganz anderes. Und unglaublich, dass sie halt aus so einem Food-Trailer eins der besten Barbecue-Restaurants von Texas betreiben. Das muss man sich mal vorstellen. Also wir haben gefragt, ob sie uns einmal den Smoker zeigen können. Wir können im Moment überhaupt nichts essen, aber er kommt mal raus und zeigt uns hinter die Kulissen. Are you alright with us recording? Yeah, for sure. Awesome. These were all the briskets we cooked today, so they just got pulled off in the last like 20 to 30 minutes, so now they're just resting down a little bit before we take them in the warmer. Ja. Also die Briskets hat er hier gerade vom Smoker geholt, die sind jetzt fertig. Lässt er so ein bisschen hier abhängen, bevor die dann reingehen in die Warmhaltebox. Are you gonna sell all these today? These are for tomorrow. Service Okay. for tomorrow. Are you one of the owners? Are you pitmaster? I'm just one of the cooks here. So Evan's the owner. He actually just left like 30 minutes ago though, so y'all just missed him. But and then Cole's like the main assistant pit master, and then there's a couple of us that kind of rotate through helping out on cooks and helping out on the block in there. All right. And this is the entire operation. Is this trailer? We have another prep kitchen a couple miles away that we do like most of the prep work at, and we also have a smaller smoker there that we do some of the stuff, but most of the cooking's here though. And then all your stuff has to be brought here to then be Yeah. cooked and then to be sold right Yeah. here. That's a lot of logistics, man. It is, yeah. Evan, the owner of this, actually built this trailer, and then this is the Chud box, so it's a direct heat cooker that was built by Bradley Robinson. Chud's Barbecue on YouTube, he's the one. So he built this, and then Evan built that. So that's pretty much it. We've seen a lot of these trailer, like enclosed kind of smokers on a trailer. Yeah, it's really cool. It's a really nice setup. Awesome. It's unbelievably hot in here. How can you work here? Yeah, it gets really hot. It's actually not even as hot as it was. This last summer was super brutal. 3 Minuten in diesem Smokehouse am heutigen Tag bei 39 Grad und unser iPhone ist wegen Überhitzung abgeschmiert. Und so ähnlich geht es uns auch. Also es ist einfach mega, mega heiß. Wir lieben diese Location hier. Man fühlt sich sofort unglaublich wohl. Es ist eine unglaublich entspannte Atmosphäre hier. Und ich glaube, sie wissen auch wirklich, was sie da tun. Nicht nur wegen dem Ranking bei Texas Monthly, sondern auch dieses rollende Smokehouse, was die haben. Super, super cool. Wir haben jetzt lange diskutiert, aber wir kriegen es einfach nicht hin, im Moment was zu essen. Und es wäre schade, wenn wir es einfach nur kaufen, um dann mit unserem Truck durch die Gegend zu fahren in einem Takeout-Bag. Deswegen haben wir uns entschieden, hier zu passen heute. Sehr, sehr schade, aber wir sind einfach an unserer körperlichen Grenze angelangt und werden nochmal wiederkommen müssen. Sorry, Leroy and Lewis.